Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kanada Trucker Philipp. Es ist Freitagmorgen, es ist 7:30. Ich bin leer. Meine Standklima läuft. So, zweiter Anlauf. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kanada Trucker Philipp. Es ist Freitagmorgen, es ist 7:30. Ich bin leer. Ich sollte hier mal von der Straße gehen, sonst fährt mich gleich jemand über. Und dann können wir keine Videos mehr machen. So, warum zweiter Start? Ihr wisst ja, manchmal habe ich so ein kleines Akkuproblem. Jetzt bin ich eben angefangen schon zu reden und ja, dann wurde das Akkuproblem ganz groß, denn die Batterie oder der Akku von der anderen Kamera war dann leer. Deshalb gerade ohne Mikrofon. Ich hoffe, ihr könnt mich hören. So, was gibt's zu sagen? Ja, wie gesagt, hier war um 2 Uhr heute Mittag der Termin. Ich war hier gestern Abend schon und dementsprechend bin ich heute Morgen jetzt schon leer. Hat irgendwie angeliefert. Ich habe noch nie einen Auslader gehabt, der so sanft auslädt. Ich habe jetzt da ein bisschen Ruckeln gemerkt, so, das ist ja dann normal, ne? Display. Aber irgendwann, ich habe gedacht, der ist da irgendwie was auf dem Trailer was am machen. Und irgendwann ging die Lampe auf grün zurück. Und dann denke ich so, der ist doch nicht leer. Und dann kann ich ja in meinem Dashboard hier, Armaturenbrett, habe ich eine Anzeige, wo ich sehen kann, wie viel Gewicht auf meiner Sattelplatte ist, ne? Und dann war der Zeiger fast bei 0. Also nicht bei 0, weil da ja Gewicht drauf liegt, auch wenn er leer ist, aber so wie halt, es sah so aus, als wenn er leer ist. Da denke ich so, es hat mich noch nie einer so sanft ausgeladen. Noch nie. Aber gut, trotz alledem, jetzt geht es ums Trucking hier. Dann ging es ja vorher schon. Ich habe meinem Disponenten gestern Abend geschrieben, als ich hier auf den Hof kam, dass ich doch fertig bin jetzt, dass ich morgen früh gegen 7 Uhr leer sein werde. Jetzt habe ich ihn eben versucht anzurufen, jetzt habe ich den nicht erreicht. Ich hoffe, dass er gleich was hat. Weil es ist ja momentan ruhig an Ladung. Und wenn er was hat, dann wäre ich morgen Mittag zu Hause. Na. Aber gut, gucken wir mal. So, ja, ich werde jetzt hier nochmal versuchen, den Disponenten anzurufen. Und dann werde ich euch auf diese Abenteuerreise mitnehmen. Ne? Bis nach Hause. Und wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Talk, teilen, abonnieren, liken, kommentieren. Facebook, Kanada Trucker Philipp. Was war denn eben noch? Irgendwas wollte ich noch sagen. Ich weiß es gerade nicht. Ich nehme euch mit. Bis später. After 400 meters, turn right. Turn right. Ahead, keep right. So. Ja, genau. Ich habe hier heute Morgen habe ich was gesagt. Ah ja, genau. Jetzt habe ich da. Ich bin gerade im Fresskoma. Ich habe gerade was vergessen. Ich habe das so gemacht. Also ich habe ja eben gesagt, heute Morgen gesagt, nee, eben habe ich es gesagt, dass ich also noch nicht weiß, wie es weitergeht. Und ich hatte mich schon gewundert, ich hatte meinem Disponenten geschrieben, also eine E-Mail geschrieben gestern, habe ich glaube ich eben gesagt, dass ich halt um 7 Uhr leer bin. Und er meldete sich nicht. Und dann habe ich ihn versucht anzurufen, da ging er nicht ans Telefon. Also ich habe seine Durchwahl gewählt. Dann denke ich so, wo ist der? Ne? Habe ich irgendwann mal
die Durchwahl gewählt, dass irgendeiner ans Telefon geht und dann sage ich so, ich sag, wo ist der? Ja, der hat Urlaub. Ja, dann musst du mir das auch mal sagen. Ich sag, weiß ich doch nicht. Ach so, ja gut. Was wolltest du? Ich sag, ja, ich will gerne einen Trip haben, nur nach Hause. Ja gut, alles klar, ich gebe dir gerade mal jemanden. Ja gut. Dann hat er mich verbunden. Dann sage ich so, ich sag, was ist los? Ja, fahr mal nach Mississauga. Ich sag, gut, dann fahr ich nach Mississauga, geh duschen, geh tanken und dann, ja, dann stellst du den Trailer bei uns beim Kunden ab. Und wenn du den da abgestellt hast, dann rufst du mich an. Ja, das klingt doch nach einem Plan. Habe ich ihn angerufen? Ich sag, und? Ja, ich habe einen Trailer direkt da beim Kunden. Gut, alles klar. Wo musst du hin? Ja, nach Moncton. Ja gut, alles klar. Moncton. So gut, alles klar. So. Jetzt bin ich auf dem Weg nach Moncton. Ich bin aber jetzt erst kurz hinter Montreal. Ich stehe hier an so einer Wiegestation. Und hier ist Stau ohne Ende. Und ich hatte Hunger und ich musste pinkeln. Ne? Wie man das so sagt, wenn man anfängt zu quengeln. Hunger, Pipi, kalt. Ne? So ist Philipp halt. Und jetzt habe ich hier gegessen und gepinkelt, klar. Und jetzt werde ich mich da wieder reinstürzen, weil, ihr wisst, ich habe keinen Bock auf Stau. Ich sag mal so, wer hat denn Bock auf Stau? Ne? Wer sagt, boah, heute stelle ich mich mal in den Stau? Hab Spaß, gar keiner. Aber das hier ist ein richtiger Scheißstau gerade. Der ist ungefähr schon 1,5 Stunden habe ich da drin verbracht. Ich kann es nicht ab. Und dann sind die ja, ich habe ja mal gesagt, vom Autofahren her ja nicht so. Und dann drängeln die sich vor einen rein und bremsen dich aus und so. Und dann sage ich mal, hey, wenn ich nicht bremsen würde, würdest du jetzt tot sein. Ja, das rechnen gar nicht. Ich glaube, hier gibt es auch Innenspiegel nur so. Innenspiegel gibt es hier für die meisten, die gucken da gar nicht rein. Dann würden die mal das Elend sehen, was dahinter ist. Ne? Ah, ist immer stressig. Aber gut, wird man halt. Werden die Nerven halt, ne? Strapaziert. So, ich habe jetzt noch 9 Stunden Fahrzeit und werde wahrscheinlich versuchen, dass ich. Ja, genau. Ich habe keine Lust zu fahren. Plan ist morgen Mittag gegen 2, 3 Uhr zu Hause zu sein. Und das ist gut schaffbar. Und ich habe den Job, den Trailer nach Moncton zu bringen und den dann bei uns im Yard hinzustellen, weil der ist für Montag und Montag ist hier Feiertag. Und wenn ich jetzt durchfahre, komme ich Samstagmittag nach Hause. Ne? Oder wenn Samstagmittag bin ich dann halt da, ne, beim Kunden. Mir hat jemand Öl verloren. Irgendwas wollte ich erzählen. Irgendwas Witziges ist passiert. Fällt mir jetzt leider nicht ein. Ja, vielleicht fällt mir das ja wieder ein. Warte mal, war das was mit Arbeit? Aber ich bin ja auf Arbeit, ne? Weiß ich nicht. Ist ja egal. Ah, jetzt hab ich's. Wo ich das Ziel sehe. Hier. Genau, jetzt hab ich's. Ich komme da beim Kunden auf den Hof, ne? Und dann kontrolliert man die Ziel. Und dann müssen die Türen ja zu sein, ne? Die sind ja hier eingerastet, ne? Und da oben müssen ja auch eingerastet sein. Und dann hing die schon so halb raus und macht so. Und dann denke ich so, was ist das? Und dann sah ich, dass der oben gar nicht reingehakt ist, an beiden Dingern. Und das Ziel war anstatt hier, war die hier. Und das ist ja total sinnlos, hier die Ziel dran zu machen, weil wenn, dann macht man die hier dran, weil hier, wenn man die dahin macht, dann kann man ruhig einen Spalt aufmachen, ohne dass sie bricht, ne, wenn man die hier dran macht. Deshalb macht man die hier dran. Also das ist meine Theorie. So würde ich das machen. Ja, und dann den Trailer angehangen und dann bin ich dann zur Security rübergelaufen. Ich sag, was soll ich jetzt machen? Und dann sagt er so, ja, du musst zum Büro zurückgehen. Ja gut, aber das ist alles ein bisschen größer gewesen dort, ne? Also Kilometer weit weg. Ja, dann bin ich dann da zum Büro. Ich sage, ja, mir ist das, kann ich nicht zumachen oder ist nicht zu und so. Ja, dann habe ich so wieder am Arsch der Welt gepackt. Er sagte, ja, dann geh mal zurück, mach mal die Tür zu und komm mal wieder und dann kriegst du ein neues Ziel. Ich sage, warum krieg ich die jetzt nicht? Ja, weil du altes Ziel mitbringen musst. Ja, gut, alles klar. Bin zurückgelaufen, Türen geschlossen, wieder hingelaufen. Und dann gehe ich so raus
Das war witzig. Da gehe ich so raus, da steht da so jemand und sagt zu mir, ey, was ist los? Ich sag, Alter, ey, bist du auch LKW-Fahrer? Ja. Ich sag, Mama, mach ich das nicht gerne. Dann guckt er mich an, lacht. Ja, es ist immer ein bisschen schrecklich manchmal. Manchmal müssen wir echt starke Nerven haben. Ich sag, ja. Ich sag aber, ich bin da zu alt für, sag ich. Ich sag, ich mach das nicht Ewigkeiten, sag ich so. Und dann sagt er so, du hast einen Akzent. Ja. Wo kommst du denn her? Deutschland. Ah, ich mag deinen Akzent. Ich sag, Dankeschön. Ja, ich mach das jetzt noch. Ich hab Frau und Kind und so. Ich sag, ja, wenn ich Frau und Kind hätte, würde ich das auch machen. Ich sag aber, so mache ich das nicht. Bis Ewigkeiten. Ich sag, mir ist das zu blöd, zu anstrengend. Habe ich schon mal gesagt. Hier, guckt euch das mal an hier. Das ist 1 Jahr alt. Guck mal hier, das geht so ab. Dahinter ist Rost. Das sieht doch scheiße aus. Der rostet nicht. Aber das rostet alle. Das ist doch Kacke hier. Guck dir das mal an hier, wie das aussieht. Oh, und hier geht er auch ab. Geile Qualität. Ich habe mir überlegt, ob ich das wieder fertig mache. Nee, ich mach das nicht. Egal. Oh, schon wieder 7 Minuten 15 geredet. Meine Hater werden jetzt wieder sagen, ja, der labert wieder. Aber wisst ihr was? Ich finde das geil. Weil wenn man nämlich Hater hat, hat man Neider. Und wenn man Neider hat, dann hat man was erreicht. Das finde ich gut. Es gibt doch ganz viele Leute, habe ich so mitbekommen, die gucken meinen Kanal, obwohl die mich nicht leiden können. Finde ich total super. Ich weiß auch nicht, warum man das macht. Also wenn ich jetzt jemanden nicht leiden kann, das passiert ja manchmal, dann gucke ich den einfach nicht. Dann ist der für mich Luft. Aber so, wenn ich mir den doch immer wieder angucke, dann geht es mir doch nicht besser dadurch. Oder? Also, ich verstehe, ich weiß es nicht. Aber ist ja egal, ist jetzt nicht Thema. Thema ist jetzt Trucking. Ohne Gefühle, das nackte Trucker-Business wird jetzt weiter starten, denn ich werde jetzt weiterfahren. So, bis später.
So, guten Morgen. Es ist Samstagmorgen, 5:15. Ich bin in Quebec City. Eigentlich an meinem Lieblingsplatz in Quebec City. Dieser Platz hier, also ja, hier vorne, also parken kann man hier gut, klar, aber das sind die saubersten Waschräume, die ich nicht jemals gesehen habe, sondern also es ist super sauber. Das will ich damit sagen. Oh Gott, nur ein bisschen kompliziert denken heute. So, was gibt's zu sagen? Ich habe noch 880 Kilometer bis nach Hause. Ich bin etwas verschnupft, ich weiß noch nicht warum. Aber es wird jetzt auch schon kälter. Also wir haben es jetzt gerade 13 Grad oder so. Also der Winter kommt. Also ja, erst kommt der Herbst, aber es wird kälter. Es wird kälter. Man kriegt das schon mit. Und ich habe gestern, glaube ich, nicht irgendwie die hier Bankheater, Standheizung habe ich nicht angemacht. Also es war jetzt nicht kalt heute Morgen, aber ich habe ja noch eine andere Heizung, oder zwei. Aber ich bin etwas verschnupft. Also es geht gleich wieder, ne? So, was gibt's noch? Nichts. Ich bin froh, nach Hause zu kommen. Warum? Weil ich Bock drauf habe. Es ist ein langes Wochenende. Ach ja, gestern. Gestern. Das war so schrecklich gestern. Es ist ja ein langes Wochenende, weil ja Feiertag ist, ne? Am Montag. Und gestern waren mehr Leute unterwegs als normal. So. Ey, die sind gefahren. Manchmal, also ich war gestern echt, das geht 3 Stunden Stau. Und ich habe in Montreal bin ich auf den Highway gefahren bis hierhin. Das waren 220 Kilometer. Normalerweise habe ich da eigentlich immer den Tempomat an. Hatte vielleicht 2-3 Mal kurz aus, ne? Gestern habe ich 2-3 Mal kurz angehabt. Es war gestern so viel los. Und die sind gefahren, die Leute. Das war gestern schrecklich. Ich rede doch jetzt nicht schlecht über die, sondern einfach, ich sage euch das einfach mal gestern, das war also schrecklich. Also, um das mal einfach zu erklären. Du fährst den Highway entlang und vor dir fährt ein Auto mit 90. Dann fährst du links rüber und willst den überholen. Dann willst du den überholen. Und von hinten kommt ein Auto, was dich überholen will. Und dahinter ist noch ein Auto. So. Dann überholst du den und dann denkt er sich, oh, ich werde ja überholt, ich muss ja wieder schneller werden. Und dann wird er wieder schneller. Dann fährt er 106. So, dann mit einem km/h schneller fährt er an einem vorbei. Dann hupe ich kurz, um den mal wach zu machen. Ne? So von wegen, ach ja, der will mich überholen. Dann hupe ich kurz, dann wird er langsamer. Und das dauert dann so 5 bis 8 Minuten, das bitte überholen. So, um das mal abzukürzen. Dann gehe ich rüber. Dann knallt der andere, der hinter mir war, knallt an mir vorbei, weil hinter ihm ja noch einer ist. Der will aber gar nicht so schnell fahren, fährt vor mir und bremst. Weil der hinter ihm ja schneller fahren wollte und er macht sich so einen Stress. Ne? Dann geht er rein, bremst und dann fährt er 90. Und so geht es die ganze Zeit. Oh. Oder Leute, dann überholen dich Leute und wollen dann da raus. Also also manche Leute denken ja auch nicht vorausschauend, ne? Die denken ja immer erst so, oh, das ist die Ausfahrt, oh, das ist der Verzögerungsstreifen, da will ich raus. So läuft das. Und dann bist du dann am Fahren und dann wollen die vor dir ist ein LKW und dann wollen die dir zwischen dich rein und du denkst dir, nein, das denkt er nicht, der will da nicht rein. Das ist doch viel zu eng. Und dann fährt er da rein. Was ist hier denn los? Rechtes Gas. Also es war gestern nicht schön. Aber gut, so ist es halt. So, jetzt starten wir mal den Tag. Ich bin schon viel zu spät dran. Ich habe schon 8 Stunden und 11 Minuten Pause gemacht. Das ist nicht schön. Ach, da bin ich. So, ich nehme euch mit. Bis später.
right. Ach, jetzt. Guten Morgen, es ist Sonntag. Es ist 10 Uhr. Ich war gerade frühstücken. Ich bin gestern Nachmittag so gegen 5 Uhr wieder hier gewesen. Haben ein bisschen getrödelt. Hat einen Kumpel getroffen, mit dem habe ich mich noch unterhalten. Und er hat gesagt, komm, wenn du jetzt um 2 zu Hause bist oder um 5, das ist eigentlich egal. Was heißt zu Hause? Zu Hause bin ich ja nicht. Dann, wenn ich hier auf den Hof gekommen, der Hof ist voll. Ich habe dann vorher noch mal die Hotelpreise gecheckt und dann habe ich gesagt, ne, das ist aufgrund dessen, weil es so ein langes Wochenende ist, unbezahlbar. Jetzt habe ich aber ein Hotel gefunden, habe also diese Nacht im Truck gepennt. Was macht der denn da? Der wäscht seinen Truck. Wollte ich ja sagen. Ja, habe ich im Tag geschlafen und jetzt werde ich nachher in ein Hotel gehen für 2 Tage. Der ist verkauft, kein Nummernschild mehr dran. Oh, eine alte Kiste hier. Ja. Der ist auch verkauft. Mit neuer Sattelplatte drauf. Hör mal. Aber der Rest ist fast weg. Der Rest ist zu, dem Rost zum Opfer gefallen. Ist halt so, ne? Ist halt ein Nutzfahrzeug, ne? Wird halt genutzt. Neu sehen die besser aus. Ja, wie gesagt, ich habe jetzt die Nacht im Truck verbracht, weil ich auch müde war. Ich habe auch nicht mehr viel gemacht gestern. Bin zurückgekommen und dann
war gut. Ich hatte noch nicht mal Bock oder noch nicht mal die Energie, den Schluss zu drehen, den ich jetzt drehe. Ja. So, hier sind es 19 Grad ungefähr. Gerade eben geguckt, mein iPhone sagt, es sind 19 Grad hier. Es ist ein bisschen windig, so wie ihr das mitbekommt. Ich habe gestern noch meinen Dispatcher angerufen, Disponent, und habe ihm gesagt, ich sag, du, sag mal, wie sieht das eigentlich aus, dass ich Montag rausfahre? Er sagte, Montag nicht. Ich sag, warum nicht? Haben wir keine Ladung, ist Feiertag. Ja, gut, alles klar, dann fahre ich jetzt Dienstag raus. Weil ich will ja ganz gerne sonntags oder montags rausfahren, damit ich donnerstags oder freitags zurück bin. Wenn ich dienstags rausfahre, komme ich samstags wieder. Und samstags, und ich möchte ja am Wochenende zu Hause sein, habe ich ja schon so oft gesagt. Und wenn ich Samstag nach Hause komme oder Samstagnachmittag nach Hause komme, dann habe ich 1000 Kilometer gefahren. Ich bin gestern also 960 Kilometer, glaube ich, gefahren. Oder? Nee, Quatsch, 880 waren es, als ich gestern Morgen gesagt habe. Und als ich abgestellt habe, hat er 920 angezeigt. Also 920 Kilometer laut meinem elektronischen Logbook bin ich gestern gefahren. So. Und dann brauche ich nicht mehr viel unternehmen, weil dann lege ich mich hin und dann ist gut. Hier ist ein ganz neuer. Ja, so sieht ein ganz neuer aus. Roter Rahmen. Schön Grease, ne? Hier, schön Schmiermittel auf der Sattelplatte drauf, ne? Reifen neu. Boah. So sah meiner auch mal aus. Schön. Der ist wirklich ganz, ganz neu. Der hat noch Plastik an der Sitze drauf. Hier, Plastik, hier, ne? Hier, ja. Folien. Oh, und kein Rost hier. Kein Rost. Und angemeldet ist er. Das heißt, der fährt wahrscheinlich jetzt los, ne? Also nicht jetzt, sondern bald. Oh, guck mal. Mein neuer? Hahaha, nee, ich will gar keinen neuen haben. Meiner läuft ja. Boah, alles neu. Mal gucken, wie der in einem Jahr aussieht. So, ihr seht, also zum Vergleich. Boah. Boah, ganz neu. Weiß. So, jetzt gehe ich zu meinem, der 1 Jahr alt ist. Wo ist er denn? Ist schon dran vorbei? Nee, 489. 482, da bin ich. So, 1 Jahr alt. 1 Jahr alt. Boah. Ja, okay. Sieht ein bisschen anders aus, ne? Na, wer kann denn da nicht tanken, dass die ganze Diesellache, Kacke hier rum. Also, das ist schrecklich. Ja, das ist benutzt. Und hier fängt er auch schon an zu rosten. Hier, seht ihr das? Da. Ja, okay. Ach, ich wollte übrigens sagen, also ich bin jetzt 13 Wochen mit dem Truck gefahren. Also, wollte ich letzte Woche sagen, als es ein Vierteljahr war. Aber ich bin jetzt 13 Monate mit dem Truck gefahren und ich bin 56.000 Kilometer gefahren. Ja, das ist also, sind ungefähr über 200.000 Kilometer pro Jahr. Ja, das ist für meinen Durchschnitt, ne? Das habe ich eigentlich immer so, zwischen 190 und 210.000 pro Jahr. Aber egal, ich möchte jetzt das Video beenden. Oh, der sieht aber, ich sehe immer was Neues. Hier machen wir noch ein extra Video heute, wa? Was hat der denn gemacht? Hier oben? Aber ist schon länger, ne? Hier waren schon mal was drin zum Festhalten. Eine Befestigung war da drin. Egal, jetzt höre ich aber auf. So, ich werde mich nachher fertig machen, werde ins Hotel gehen, werde Dienstag wieder rausfahren. Ich wünsche euch einen wundervollen Sonntag. Viel Spaß beim Zuschauen. Talk, teilen, abonnieren, liken, kommentieren. Und Facebook habe ich eine ganz tolle Gruppe, die heißt Kanada Trucker Philipp. Schon wieder was gesehen, der hat ein Loch. So, Kanada Trucker Philipp. Und ja, ich komme wieder, keine Frage. Bis bald, ne? Ja, tschüss.